herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis, aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Schauen wir mal, was man uns zu sagen hat und welche Ziele wir erreichen müssen. Unser Problem mit den riesigen Tieren spitzt sich zu. Wir haben die perfekte Stelle gefunden, um die Stadt deines Onkels Mneuseus zu erbauen. Doch das gesamte Gebiet wird von einem riesigen, bösartigen Maulwurf behütet. Hermes, dieser Narr, wurde in der Gegend gesichtet. Daher gehe ich davon aus, dass er Schuld an unserem Maulwurfproblem trägt. Zum Glück war Artemis ganz hingerissen, als sie von den riesigen Tieren hier hörte. Daher denke ich, sie könnte uns bei unseren Schwierigkeiten behilflich sein. Solange es uns nicht gelungen ist, unser Problem mit den riesigen Tieren in den Griff zu bekommen, kannst du nichts anderes tun, als Atlantis zur prächtigsten Stadt aller Zeiten auszubauen. Die dritte Episode dieses Abenteuers trägt den Namen Großwildjagd. Ja, und wir haben weiterhin das Problem auf dem Kontinent mit Bestien und Ungeheuern, die uns das Leben schwer machen. Und natürlich Götter, die uns nicht wohlgesonnen sind. Allerdings ist Artemis uns wohlgesonnen und deswegen müssen wir auch als ein Ziel ein Heiligtum für sie bauen. Wir müssen einen Quest erfüllen und unsere Bevölkerung muss mindestens 2000 Einwohner aufweisen. Ja, und 1500 Personen müssen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser leben. Ja, noch einiges, was wir zu erledigen haben und wir kehren zurück nach Atlantis. Ja, obligatorisch gehen wir nochmal in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der zweiten Episode haben wir hier unser erstes Wohngebiet weiterentwickelt, indem wir Olivenöl jetzt hier produzieren und auch Wein. Wir haben unser erstes Heiligtum gebaut, nämlich die Laube der Aphrodite. Wir produzieren jetzt neben Orchikal auch hier Bronze, die wir exportieren können, und wir stellen Skulpturen her. Ja, und hier auf der gegenüberliegenden Seite seht ihr schon, dass wir Marmor und auch schwarzen Marmor abbauen und dass wir Holz produzieren. Ja, die Steinmetzwerkstätten haben wir hier mit den entsprechenden Lagerhäusern und ihr seht, alles ist pickepacke voll. Wir können leider Marmor und auch schwarzen Marmor momentan nicht exportieren. Ja, und wir mussten den Helden Theseus rufen, deswegen haben wir hier noch die entsprechenden baulichen Elemente für die Heldenhalle, die natürlich jetzt nicht mehr da ist, und wir mussten ganz zum Schluss noch eine bescheidene Pyramide bauen. Ja, wir heben mal den Pausenmodus auf. Wir haben ja genug Marmor jetzt. Wir können jetzt schon das Heiligtum der Artemis errichten. Hier würde ich es gerne hinbauen, weil hier haben wir unsere Jagdhöfe, die können dann von ihr direkt gesegnet werden. Wir nehmen mal hier ein bisschen vom Wald weg. Ja, und dann können wir jetzt hier den Tiergarten der Artemis schon errichten. Das müssen wir drehen. Ich hoffe mal, dass es so jetzt richtig ist. So. Ja. Nein, es ist verkehrt rum. Okay, nochmal zurück. Dann drehen wir ihn etwas mehr. So. Und dann können wir ihn hier verbinden und dann bauen wir wieder mal 2 Kunsthandwerkergilden. Naja, und dann kann jetzt hier entsprechend gebaut werden. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, wir kriegen schon die Mitteilung, dass Mitarbeiter benötigt werden. Ja, 22, das Lohnniveau ist auf hoch. Wir schauen noch mal kurz in die Bauoptionen, ob sich hier was geändert hat. Wir können jetzt in der dritten Episode gehobene Wohnungen aufbauen. Das sollten wir auch machen. Bei Landwirtschaft hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Wir haben weiterhin bei den Farmen die Weizenfarmen. Bei den Plantagen können wir Reben, Oliven und Orangen anbauen. Bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen, den Jagdhof. Ja, und bei der Viehzucht können wir Schafe und Rinder züchten. So, hier ist alles gleich gegeben. Wir haben noch keinen neuen Handelspartner.
Gesundheit und Sicherheit. Ja, das ist alles in Ordnung. So, und bei der Wissenschaft haben wir jetzt neben der Bibliothek und der Astronomie sowie der Technologie jetzt hier das Museum, was wir errichten können. Okay. Ja, das hatten wir uns gerade angeschaut. Beim Militär haben wir bei den Befestigungen Mauern und Stadttor. Und wir können den Fregattenhafen, die Waffenschmiede und den Pferdehof errichten. Das konnten wir schon in der letzten Episode. So, und hier bei Ästhetik haben wir Denkmäler und hier Poseidon-Pyramide können wir eine Pyramide errichten, wenn wir wollten. Gut. Ja, wir können dieses Wohngebiet hier weiterentwickeln. Hier werden jetzt weitere Wissenschaftler benötigt, die unsere Bevölkerung unterrichtet. Die dritte Stufe ist dann tatsächlich hier bei Technologie das Labor und die Erfinderwerkstatt. Das Labor bauen wir hier auf, so. Und dann brauchen wir natürlich Mitarbeiter für das Labor und die werden in der Erfinderwerkstatt ausgebildet. Ja, und die Erfinderwerkstatt bauen wir genau gegenüber der Universität. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So. Und dann führen wir auch hier die Straße weiter und binden sie hier an. Ja, das gefällt mir sehr gut. Können wir noch ein paar Verschönerungen machen. Wir haben ja hier jede Menge Sonnenuhren. Das passt doch hier zu Gelehrten. Ja, und dann machen wir hier mal Bänke noch hin. Sehr gut. So, dann kann sich dieses Wohngebiet jetzt weiterentwickeln. Ja, hier sehen wir, unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Hier haben wir den Erfinder, der jetzt hier zu seinem Labor geht. Ja, und das ist auch der Endausbau, das Stadthaus. Ja, diesen Ausbaustand brauchen wir ja als Ziel, dass dort nämlich 1500 Personen drin leben. Okay, das werden wir jetzt hier entsprechend erreichen. Ich möchte aber jetzt schon unser zweites Wohngebiet für die Arbeiter aufbauen. Und zwar möchte ich es hier aufbauen, wo wir unsere Bronze und unser Orchikal abbauen. Dieser Bereich ist noch gut zu nutzen für eine Wohnbebauung und dann werde ich jetzt mal hier das Wohngebiet einplanen. Ja, hier haben wir jetzt unser etwas kleineres Wohngebiet eingepasst, haben hier unser Versorgungszentrum. Dieses Silo kann jetzt mal Fleisch holen. Also 12 Einheiten. Alles andere kann entsprechend angenommen werden. So, dieses Warenhaus wird Olivenöl fordern. Ja, und dieses hier entsprechend Wolle. Gut, dann haben wir hier schon mal die Versorgung. Wir sollten allerdings hier auch schon direkt eine Klinik errichten. Das sollten wir nicht vergessen. Gucken wir mal eben. Die bauen wir am besten so direkt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Dann müssen wir hier noch die Sperren so bauen. Und die eine Sperre muss hier weg. So. Ja, und dann bauen wir auch schon direkt auf der Agora den Lebensmittelhändler und dann kann sich das hier erstmal in Ruhe weiterentwickeln. Ja, und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Atlantis. Das Ziel haben wir schon erreicht und auch, dass 1500 Personen in der Wohnung der Kategorie Stadthaus leben. Wir müssen das Heiligtum der Artemis fertigstellen und den Quest erfüllen. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass Neusus entdeckt wurde. Da haben wir ja schon im Intro was erfahren. Schauen wir mal direkt. So, Neusus liegt hier und ist ein Verbündeter, kauft Holz und schwarzen Marmor bei uns. Oh, das ist gut. Verkauft uns Bronze und Wolle. Okay, wir können schwarzen Marmor jetzt verkaufen und auch Holz.
Ja, dann bauen wir den Handelsposten von Neusus. Ja, den können wir jetzt mal tatsächlich hier hinbauen. Und verkaufen jetzt hier Holz und schwarzen Marmor. Das ist nicht viel, was wir hier verkaufen können. Können wir direkt 12 Ladungen entsprechend einlagern. Gut. Haben wir wieder eine neue Einnahmequelle. Ja, und hier beim Heiligtum der Artemis wird kräftig gebaut. Da haben wir ja jetzt wirklich jede Menge Marmor. Ah ja, und ich stelle fest, dass wir jetzt mittlerweile 3 Kunsthandwerkergilden haben. Hier 2. Und hier hatte ich ja noch eine wegen der Pyramide, aber die können wir jetzt mal abreißen. Ja, ich möchte aber definitiv jetzt schon ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Denke mir mal, wenn wir jetzt das zweite Wohngebiet weiterentwickeln, können wir hier entsprechend alle nötigen Dienstleistungsgebäude errichten. Geld verdienen wir, glaube ich, mehr als genug. Oh, ich stelle gerade fest, ich sollte das Gewerbe für Skulpturen wieder anschalten. Skulpturen brauchen wir nämlich 6. Und wir brauchen noch 47 Marmorplatten und 20 Ladungen Holz. Gut. Ja, hier, diese Fläche ist prädestiniert für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Wir werden hier oben die große Agora bauen. Ja, und dann können die sich hier aus diesem Versorgungszentrum hier oben bedienen. Ja, dann bauen wir noch vorsichtshalber 2 Weizenfarmen hier auf. Die passen ja hier noch rein, damit wir auch wirklich genügend Nahrungsmittel haben. Gut, ja, und dann würde ich jetzt mal anfangen, hier das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. So, hier ist jetzt unser Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen. Haben jetzt hier die große Agora, die kann sich dann wirklich an beiden Versorgungszentren sich mit Waren versorgen. Dann werden wir mal direkt auch hier entsprechend die Händler platzieren. So, und dann können wir doch jetzt hier schon mal die ersten gehobenen Wohnungen platzieren, oder? Ja, da passt das nämlich sehr gut. Hier auch schon, ja. Ja, da nicht mehr, da auch nicht, aber wir haben noch 2 Denkmäler. Dann können wir doch hier noch ein Denkmal setzen. So. Oder so. Ja, so. Ah, wunderbar. So, okay. Na, wir brauchen Nahrung. Okay, gut. Ja, wir brauchen jetzt natürlich Wissenschaftler, die unsere Bürger hier in den gehobenen Wohnungen unterrichten. Das heißt, wir brauchen eine Bibliothek, da würde ich, glaube ich, direkt 2 Stück wieder bauen. Und wir brauchen definitiv ein Observatorium. Das kann hier hin. Und wir brauchen natürlich eine Erfinderwerkstatt. Nein, Quatsch, wir brauchen ein Labor. Das kommt dann jetzt hier hin. Machen wir mal so. Ja, und dieses Wohngebiet muss natürlich auch noch mit Wissenschaftlern versorgt werden. Da reichen aber, glaube ich, unsere Versorgungsgebäude hier nicht aus. Ich würde jetzt hier noch eine Brücke bauen. So. Können wir das hier so anschließen. Da kommt aber hier eine Sperre hin. So, und das kann hier weg. Und dann bauen wir das so. Ja, und bauen jetzt hier nämlich auch nochmal eine Universität auf.
und eine Erfinderwerkstatt. Na, nochmal zurück. So, und so. Na, ich baue das hier immer schief. So. Und dann brauchen wir hier natürlich auch noch einen Architekten, der auf diese Gebäude hier aufpasst. Den bauen wir hier hin. Liebstes sterbliches Wesen, hol mir, was ich haben will. Ja, wir bekommen jetzt den Quest der Artemis gestellt. O großes Oberhaupt Dominus, Sie können jetzt die Halle der Atalante bauen und die berühmte Bogenschützin in die Stadt rufen, damit die großen und ungewöhnlichen Tiere eingefangen werden können, die das Land durchstreifen. Wir haben einen neuen Held, beziehungsweise eine neue Heldin, Atalante. Oh, das ist interessant. Gucken wir mal. Ja, da ist jetzt entsprechend die Heldenhalle der Atalante. Ja, und wir haben ja hier Platz in unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Da können wir doch jetzt diese Heldenhalle hier einbauen. So, was braucht denn unsere Heldin? Okay, sie braucht ein Heiligtum der Artemis. Da sind wir dran. Ein funktionierendes Museum. Okay. 32 Rinderhälften und 32 Holzbretter. Und 8 Kompanien bzw. Soldaten. Und wir haben 13 Kompanien, also Fußsoldaten schon in unserer Stadt. Das haben wir erfüllt. Okay, gut. Ein Museum müssen wir errichten. Ja. So. Ja, ich möchte aber erstmal hier unsere gehobene Wohnung weiter ausbilden. Die braucht natürlich jetzt Waffen. So, die Waffenschmiede haben wir hier. Dann bauen wir doch mal direkt 3 Waffenschmieden. So, und dann bauen wir noch ein Warenlager. Hier. Oh, nicht verklickt und wir benötigen Mitarbeiter. So, und dann kann das Warenlager für Waffen hier hin. Beziehungsweise Rüstungen. Gut, dann können die sich nämlich auch dann entsprechend weiterentwickeln. So, wir brauchen Mitarbeiter. Was brauchen wir? 5 Mitarbeiter. Na ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir parzellieren dieses Wohngebiet jetzt mal hier auch weiter. So, und Wolle haben wir hier auch. Dann können wir da auch den Wollhändler hier auch schon etablieren. So, dann passt das doch ganz gut. Ja, hier wird fleißig schwarzer Marmor und Holz verkauft. Das passt. Ja, und wir haben auch genug Baumaterial, um unser Heiligtum hier aufzubauen. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Das ist sehr schön. So, und dann würde ich gerne hier noch die letzten 2 gehobenen Wohnungen platzieren. So, und dann reicht das jetzt auch erstmal. Ja, ich denke mir mal, Olivenöl können wir jetzt nicht mehr verkaufen. Da haben wir nämlich jetzt nicht mehr so viel hier im Warenlager. Dann werden wir mal hier den Verkauf stoppen. Wir verkaufen, glaube ich, mehr als genug. Da brauche ich mir jetzt keine Gedanken zu machen, dass wir nicht genug Geld verdienen hier. Ja, die ersten Rüstungen sind im Warenlager, wurden gerade von unserem Händler hier geholt. Ja, und in der Stadt mangelt es an Nahrung. Okay. So, dann würde mich jetzt doch mal interessieren, einen Viehhof zu bauen. Den können wir hier hinbauen. Oh, das ist aber ein großes Gebäude. Setzen wir den mal hier hin. So, und dann müssen wir Rinder platzieren. Okay, die können wir hier platzieren. Das werden wahrscheinlich auch nur eine bestimmte Anzahl sein. Ja, das war's schon. Okay. Ja, das sieht sehr animalisch aus, wie er hier seinen Hackeball schwingt. Aber momentan kann er noch nicht zum Einsatz kommen. Ja, ich würde sagen, wir bauen noch weitere Weizenfarmen. Das ist doch effektiver. Dann bauen wir doch hier noch 3 Stück.
So, dann werden wir den Architekten hier wegnehmen. Bauen die Straße so. Ja, gut. Und dann bauen wir den Architekten hier wieder auf. Wunderbar. Und dann sollten wir aber hier eine Sperre errichten. Ja, und wir könnten auch noch einen Fischerhafen hier bauen. Das müsste passen. Ja, passt. Gut. Ja, und hier werden auch schon die Skulpturen zu unserem Heiligtum der Artemis gebracht. Ja, und wir sehen, dass unsere gehobenen Wohnungen sich weiterentwickeln. Wir haben jetzt hier den Wohnsitz und die gehobenen Wohnungen haben jetzt ein sehr schönes lilafarbenes Dach hier in diesem Add-on. Gut, was brauchen die denn jetzt überhaupt? Sie müssen von einem weiteren Wissenschaftler unterrichtet werden. Okay. Ja, das nächste, was ich denen zur Verfügung stellen kann, ist das Museum. Genau, das ist gleichbedeutend wie das Stadion bei Zeus. Oh ja, das ist ein sehr großes Bauwerk. Jetzt weiß ich nicht, bei Zeus war es ja so, dass die Athleten aus dem Gymnasium zum Stadion gegangen sind. Ist das jetzt genauso, dass jetzt die Bibliothekare zu dem Museum gehen? Das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Ja, ich habe mich entschlossen, das Museum hier hinzubauen. Gucke ich mal, ob das so funktioniert, wenn man mich mal das hier bauen lässt. So, und dann müssen wir aber hier die Straße ringsherum bauen. So, okay. Der Architekt kann das hier entsprechend versorgen bzw. kontrollieren. Dann machen wir die Sperre jetzt mal so. So, und was sagt es jetzt hier? Dieses Museum hat Arbeitskräfte benötigt, aber Kuratoren, die sich um die Sammlungen kümmert. Okay, wo kriege ich denn jetzt Kuratoren her? Aus der Universität vielleicht? Oder tatsächlich aus der Bibliothek? So, die möchten jetzt hier gerne Wissenschaftler haben. Ja, das kann ich verstehen. Ihr kriegt aber jetzt erstmal ein Steuerbüro. Das fehlt nämlich noch. So, und dann kriegt ihr jetzt eine Bibliothek. So, die kann hier hin. Oder bauen wir sie so. Ich habe noch nicht die Größen der anderen Gebäude. So, Intus. Ich baue das jetzt mal so. Dann muss ich nur die Sperre umsetzen. Ja, die haben sich zwar jetzt hier weiterentwickelt, die gehobenen Wohnungen, brauchen aber weiterhin Wissenschaftler. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal hier auf die Spezialkarten Astronomie. Haben sie Zugang. Gelehrte haben sie auch Zugang. Erfinder haben sie auch Zugang und Kuratoren nicht. Ah, da geht jetzt der Kurator. Doch, jetzt kriegen sie auch da Zugang. Okay, das funktioniert. Die brauchen noch Rüstungen. Okay, gut. Ja, hier haben wir eine Rückentwicklung. Wir haben tatsächlich zu wenig Nahrungsmittel. Das ist schlecht, obwohl jetzt hier im Silo eigentlich was
ist. Okay. Das ist aber das sehr doof. Okay, da wird jetzt der Weizen geerntet, Gott sei Dank. Habe ich denn irgendwas nicht richtig eingestellt? Nein, ist alles gut. Aber ich denke mir mal, jetzt mit dem Weizen sollte das eigentlich funktionieren. So, wie sieht es hier aus? Ach, schau an. Da wurde jetzt gerade Fleisch hergestellt in unserem Viehhof. Ja, okay. Ja, wir müssen jetzt aber dafür sorgen, dass sich hier unsere Wohngebiete weiter wieder entwickeln und alle entsprechend mit Nahrungsmitteln hier versorgt werden. Ja, das sieht auch nicht so gut aus hier in diesem Silo. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal... Ja, wir können eigentlich gar nichts bauen, weil wir müssen erstmal dafür sorgen, dass neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Wir können aber das etwas unterstützen, indem wir jetzt mal die Betriebe der Skulpturen und auch des Orchikal, schwarzer Marmor, was können wir noch ausschalten? Bronze, Marmor, das können wir alles ausschalten, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ah, sehr gut, dann haben wir wieder den Arbeitsmarkt erstmal gerettet. Ja, und hier normalisiert sich auch Gott sei Dank jetzt weiter alles. Ja, wir sollten hier aber jetzt mal ein Silo bauen. Und zwar genau hier. Ja, lassen wir mal ein bisschen Platz für unsere Holzfäller. So, und das wird jetzt nur Fleisch annehmen. Aber wir brauchen noch die 32 Rinderhälften für unsere Helden. Hier unsere Atalante. Da haben wir jetzt das Museum und wir haben die Kompanien, aber der Rest ist noch nicht erledigt. Ja, da kommt die letzte Skulptur für unser Heiligtum der Artemis. Und dann brauchen wir nur noch unsere 4 Marmorplatten für den Altar. Ja, wir bekommen die erste Forderung von Ampha. Da wird 10 Krüge Olivenöl in 6 Monaten benötigt. Ja, das können wir losschicken. Olivenöl verkaufen wir jetzt nicht, da haben wir genug. Ja, da kommt die letzte Ladung Marmor. Wunderbar. Ja, und es ist fertiggestellt. Geht jetzt auch in Betrieb. Und wir haben unsere 2 Kompanien Amazonenkämpferinnen. Sehr schön, Ampha schätzt uns mehr, gerne. So, da erscheint auch schon Artemis. Wir bauen das jetzt hier mal so ein bisschen schick. So. Und dann können die Kunsthandwerkergilden abgerissen werden. Dann entwickeln sich hier die beiden Wohngebäude auch weiter. Ja, mal noch ein bisschen Verschönerung machen. Das machen wir ja gerne. So, komm, hier, was haben wir? Gartenhaus an den Ecken. Ach nee, da könnte, glaube ich, was anderes hin. Ein Quellbrunnen. Ja, totschick. So, und dann können wir hier noch Parkanlagen bauen. So, und dann entwickeln die sich auch weiter. Sehr schön. Gut, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, jetzt können wir mal mit dem Lohnniveau wieder mal runter. So, das verschönern wir jetzt auch nochmal eben hier. Zierbäume, was es alles gibt, das ist ein bisschen zu groß. Ein Planetarium ist auch zu groß. Ein Muschelgarten, ach, das ist ja süß. So. Dann noch. Ne, hier können Bänke hin. So. Ja, hier ist jetzt auch ein bisschen Nahrungsmittel drin im Silo, aber auch nicht so viel, ne? Vielleicht sollten wir hier auch noch... Ne, es lohnt sich jetzt hier keine Fischerhäfen zu bauen. Ne. Wir bauen lieber nochmal weitere Weizenfarmen. So. Da passt jetzt nur eine hin. Okay.
Aber wir könnten hier noch welche hinbauen. So. Schaut euch an, das passt doch gut. So, wie sieht es eigentlich aus? Ja, wir produzieren jetzt endlich mal genug. Und wir haben mittlerweile jetzt schon 3000 Einwohner in unserer Stadt Atlantis. Unsere Stadt wächst und wächst. Ja, und auch hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung sieht richtig gut aus. Was brauchen die denn jetzt? Die Bewohner hier werden ihre Häuser erst dann verbessern, wenn sie von einem Hausierer Wagen bekommen haben. Okay, Pferde brauchen die jetzt nicht, aber ich kann einen Pferdehof bauen. Okay, dann brauchen wir die Pferde wahrscheinlich für was anderes. Gut, ja, dann baue ich doch noch hier 2 entsprechend auf. Und dann reicht das auch. Und dann können wir das noch ein bisschen verschönern hier. Ein Fischteich. Fischteiche mag ich ja mal sehr gerne. So. Auch wenn die Silos vielleicht jetzt nicht voll sind, so wird doch bald genügend Nahrung da sein. Rovinet Artemis versorgt uns mit Fleisch. Das gefällt mir. So, das sind jetzt Zierbäume. Aha. Ja, muss man alles mal ausprobiert haben hier. So, den Rest werden wir jetzt mit Parkanlagen füllen. Gut, damit ist das Wohngebiet jetzt hier entsprechend fertig entwickelt. Gut, ja, und wir werden jetzt ja dafür sorgen, dass unsere Heldin jetzt mal kommt. Okay, wir brauchen Holzbretter und die Rinderhälften. Das Holz verkaufen wir jetzt mal nicht mehr. Gut, und vielleicht baue ich noch einen Viehhof hier auf. Wie baue ich den? Ach, ich baue den jetzt hier hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Rinder können wir hier pro Viehhof setzen. Okay. Ach, diese Unsymmetrie gefällt mir überhaupt nicht von diesem Museum hier. Das muss ich ändern. So, jetzt gefällt es mir besser hier. Ja, wir kriegen Wein geschenkt von Gades. Das lehnen wir ab. Wir haben genug Wein. So, jetzt müssten wir mal das Fleisch hamstern für unsere Heldin. Wo haben wir denn Fleisch? Ah, da, okay. Ja, und wir müssen jetzt auch mal allmählich unsere Gewerbe wieder anschalten. Also wir brauchen definitiv jetzt Bronze und auch Waffen. Das hatten wir mal, glaube ich, nicht ausgeschaltet. Nein. Okay, ja, das weiß ich. Dann können wir nochmal hier auf Hoch gehen, wieder mit dem Lohnniveau. So, und dann Marmor verkaufen wir jetzt nicht, brauchen wir nicht, aber Holz brauche ich ja wieder. Und Orchikal, da haben wir noch so viel hier im Warenlager, das lassen wir jetzt auch erstmal so. Ja, und ich wundere mich schon, dass ich so viel Orchikal noch im Warenlager habe. Das Pier hatte ich hier versetzt und hatte vergessen, den Verkauf wieder zu starten. Ja, das sollte man dann doch mal tun, nichts tun. So. Ja, und ich stelle mit Entsetzen fest, dass dieses Wohngebiet der gehobenen Wohnung noch kein Steuerbüro hat. Das werden wir jetzt mal ändern hier. So, dieses Silo ist voll mit Fleisch. Das sind 32 Einheiten. Ja, jetzt fehlt mir Holz. Das ist schlecht. Ja, dann kaufen wir eben noch schnell etwas Holz ein. So, 12 Einheiten, das sollte dann reichen.
Ja, mittlerweile haben wir jetzt das Holz auch auf Lager. Wir können unsere Heldin Atalante rufen. Wunderbar. Jetzt, da Atalante hier ist, braucht sich niemand mehr zu fürchten. Oh, das ging aber jetzt mehr als schnell. Wahrscheinlich hat sie vor unserer Stadt gewartet, dass endlich alle Ressourcen zur Verfügung stehen. Gut, das Holz brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen und das Fleisch können wir jetzt wieder freigeben. Na, wo ist es? Da. Gut. So, da ist sie. Atalante geht jetzt zu ihrer Heldenhalle. Sehr schön. So, hier hat man eine Rückentwicklung, aber es hat sich jetzt, glaube ich, wieder erledigt. Gut. Ja, und dann können wir jetzt Atalante tatsächlich auf den Quest schicken, die Tiere für den Tiergarten der Artemis zu fangen. Das machen wir. Okay, dann hier einmal angeworben und losschicken. Ja, und sobald wir den Quest erfüllt haben, haben wir auch diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Dank Artemis und Atalante ist unser Großwildproblem gelöst. Und ich darf nicht ohne Stolz anmerken, dass auch wir unseren Beitrag zur Unterwerfung dieser Geschöpfe geleistet haben. Mit Hilfe von Orichalc haben unsere Wissenschaftler eine ganz erstaunliche Waffe namens atlantisches Feuer entwickelt. Es gibt keinen grandioseren Anblick als das glutrote atlantische Feuer, das durch die Lüfte fliegt und sein Ziel trifft. Trifft das atlantische Feuer sein Opfer, so haftet es an dem ahnungslosen Subjekt und verursacht starke Schmerzen. Diesem Maulwurf hat das atlantische Feuer eindeutig nicht gefallen. Kannst du dir vorstellen, dass Orichalc, dieser Zierschmuck der Pyramiden, von unseren Wissenschaftlern in eine tödliche Waffe verwandelt werden kann? Du solltest es wirklich selbst einmal versuchen. Dazu musst du nur einen Turm oder einen Fregattenhafen bauen. Sobald diese Gebäude etwas Orichalc erhalten haben, werden die Arbeiter dort atlantisches Feuer herstellen. Du wirst staunen, welche Ergebnisse damit erzielt werden. Es sieht so aus, als wären mehrere kleinere Bestien den Netzen und Fallen von Artemis und Atalante entkommen. Zum Glück fiel es unseren Armeen nicht schwer, diese heimtückischen Geschöpfe, halb Mensch, halb Pferd, zu besiegen. Ja, erfolgreich haben wir diese dritte Episode abgeschlossen. Ja, und die vierte Episode trägt den Namen Krieg und Ethik. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.